Herr Wichers, die Bestellungen im Maschinen- und Anlagenbau sind in den ersten 7 Monaten dieses Jahres prozentual zweistellig gesunken. Trotzdem steht ein reales Produktionsplus von 1,7% in den Büchern. Wie passt das zusammen? In den Monaten zuvor haben wir kräftig Auftragsbestände angesammelt. Dazu kam, dass sich die Lieferketten entspannt haben, sodass wir diese peu à peu abarbeiten konnten und die Produktion gestützt haben. Der VDMA hat bisher für das Gesamtjahr ein Produktionsminus von 2% prognostiziert. Bleibt es dabei? Wir bleiben bei den minus 2%, weil wir für das zweite Halbjahr eine doch deutlich rückläufige Produktion erwarten. Das liegt einfach daran, die Auftragseingänge decken den Umsatz und die Produktion nicht mehr. Dieser Auftragsbestand schmilzt, sodass wir hier mit Minusraten rechnen müssen. Die Konjunkturnachrichten rund um Deutschland sind im Augenblick alle negativ. Gibt es denn irgendetwas, das Ihnen Hoffnung macht, dass sich das Bild aufhellen könnte? Im Augenblick fällt das schwer, da Hoffnung zu haben, weil wir haben natürlich zahlreiche Unsicherheiten. Das betrifft zum einen die Geldpolitik. Wie geht es weiter? Hier angesichts von Inflations- und Zinssorgen, die eben anhalten aktuell. Wir haben natürlich auch eine massive Standortdebatte. Das verunsichert natürlich auch in Deutschland viele Kunden. Und dazu kommen natürlich auch Unsicherheiten, wie es geopolitisch weitergeht. Also der Konflikt zum Beispiel zwischen China und den USA oder der anhaltende Ukraine-Krieg. Welches Produktionsergebnis erwartet der VDMA für kommendes Jahr? Wir erwarten fürs nächste Jahr ebenfalls ein Minus von 2%. Real, es ist jetzt kein Beinbruch, es ist eher eine leichte Seitwärtsbewegung mit einem negativen Trend. Im ersten Halbjahr eher noch Minusraten. Die könnten sich dann im zweiten Halbjahr zumindest teilweise kompensieren durch eine wachsende Produktion dann im Jahresverlauf. Was könnte die Politik tun oder lassen, um der Konjunktur wieder mehr Schwung zu geben? Ich bin eher fürs Lassen, nämlich den Firmen Freiräume lassen und ihre Freiräume letztlich auch ausspielen lassen. Also alles das, was Innovation, was Investitionen fördert. Keine Verunsicherung mehr, sondern eher eine breit angesetzte Stützung, natürlich durch Reformen, eine Angebotspolitik, weil wir haben aktuell oder auch in den letzten Jahren kein Nachfrageproblem gehabt, sondern eher ein Angebotsproblem.